Guten Morgen, liebe Freunde, hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und um K-Pop und den schönsten Spezialgast hier auf dem allerbesten Kanal, Dana Rolle. Herzlich willkommen, danke. Oh, ja, Dana Rolle, danke. Wir müssen das doch mal üben und hinkriegen. Das kann doch nicht sein. Vielleicht bei 100.000 Abos, habe ich gehört, treffen wir uns endlich in der Mitte. Ihr seid quasi jetzt in der Verantwortung und abonniert einfach den Kanal. Wir haben die 72.000 geknackt, Alter, richtig krank. Unfassbar krank, und zur Feier des Tages gibt es hier eine Auskopplung von einer schon echt guten Gruppe. GOT7. Hier mit, das ist das Witzige, weil ja der Name schließt so irgendwie so ein bisschen auch an den Namen von GOT7, dass er so, dass sie dann einfach Just Two machen. Und weißt du, irgendwie so Just. Aber wir haben die Kopfhörer vertauscht, ne? Okay, ich sehe schon, deswegen, ja. Just Two. Just Two. Schade, dass hier nicht ein Hango steht, sonst. Ja. Wurde auch schon sehr, sehr lange angefragt. Okay. Also. Sonst hätten wir es jetzt hier cool dechiffrieren können, aber gut. Wir fangen mal an und bleibt bis zum Ende, um die Thumbnail-Time nicht zu verpassen. Wie findet ihr das eigentlich? Bisher haben sich sehr wenige dazu geäußert, aber uns hilft es, ein bisschen einen frischen Wind in die Thumbnails reinzubringen und nicht die ganze Zeit dieselbe Fatsche da stehen zu haben. Hörst du, wie auf der Snare so ein Bing, so ein Klingeln drauf ist? Oh Gott, zeig mir bitte nochmal. Da ist wirklich mit irgendeinem Instrument nochmal drüber gegangen worden, also noch mit gelayert worden, das drüber liegt. Sehr, sehr nerdig, aber das bringt der Snare einfach nochmal viel mehr Präsenz in dem Mix. Gerade finde ich es ein bisschen an der Schwelle zu unangenehm, weil es klingt wirklich nach, also es klingelt. Weil ich habe es jetzt gerade nicht bewusst wahrgenommen, aber ich habe die Snare wahrgenommen. Ja, das sollte auch ganz einfach gehen, sonst wäre es keine Mainstream-Musik. So was Metallisches. Aber sehr, sehr fein und detailliert, oder? Ja, also ich finde es schon sehr präsent rauszuhören. Es kann sein, dass ihr es definitiv nicht hört. Ich bin mir fast sicher, denn ich bin auch gerade wieder am Kopfhörer testen und so weiter. Es macht wirklich einen Riesenunterschied, was für Kopfhörer man hat. Das ist krass, ja. Und wirklich auch von Preisklassen, auch teurere und so weiter. Diese hier, wirklich, ich lege die euch nochmal ans Herz. Preis-leistungsmäßig absoluter Killer. Guckt unten in der Beschreibung, wenn ihr da gute Kopfhörer haben wollt und genau sowas raushören wollt und daran interessiert seid. Das macht wirklich einen riesen Unterschied. Weil gerade in den Höhen ist es nicht zu extrem angehoben, dass man jetzt das Gefühl hat, es ist jetzt ein riesen Anstieg in den Höhen, sondern es ist wirklich einfach nur eine Klarheit in den Höhen. Ja, es ist jetzt nicht so einfach nur auf dem Equalizer die Höhen reingetreten. Nein. Die Kopfhörer lösen einfach wirklich besser auf. Es ist wirklich was Metallisches. Ich finde es ein bisschen, geht so. Und ich weiß, dass es bei einer Snare eigentlich nicht unbedingt sein muss. Aber das ist jetzt so Nitpicking, würde man sagen. Gucci, ja? Oh. Das sind die Jackson Wang Schuhe, nicht? Was? Jason Wang? Nee. Sind es nicht die? Dieses Sondermodell Adidas. Hast du mir doch gesagt. Jackson Wang? Nee, nicht Jackson, das ist der Sänger. Ja. Wie heißt der Wang? Alexander Wang. Alexander Wang, ja. Sind es nicht die? Nee, der hatte auch nicht die Schuhe mit Adidas, das war Raf Simons. Ach, Raf Simons, sind das nicht die? Nee, das sind die auch nicht. Ich glaube, das könnten die Alexander McQueen Sneaker Alexander sein. McQueen, den meine ich. Geil, von Jackson Wang auf Alexander Wang zu Alexander McQueen, aber es gab immer einen Zusammenhang. Also du warst nah dran quasi. Der Namenspotpourri war gar nicht so weit entfernt. Aber da sieht man einfach mal, wie viel Input ich hier jeden Tag bekomme von allen Gruppen in Sachen Musik und dann noch Fashion und dann vielleicht noch Leute, die ich so kennenlerne. Aber ja, irgendwas an Wahres war wahrscheinlich dran. 어디 봐 주의 신경 쓰지 마 어디가 좀 더 내 앞으로 와
눈짓에 날 맡길 때 우리 사이 한없이 깊어져 넌 내게만 너랄게 난 항상 너에게만 향할 테니까 넌 지금만 생각해 조금 더 솔직해져도 되니까 Now focus on me Ja, genau. Okay. 지금만 생각해 너에게 템포를 맞출게 심장의 박동을 내게 맞춰가 뭐라든 I don't care 너라면 it's okay 우리의 맘은 겹쳐져가 설명할 필요도 없이 더해져가 오직 이 시간 속 서로 맞잡아 뭐라든 I don't care 너라면 it's okay 조명 아래 둘의 그림자는 춤추 내 영화의 한 장면 같아 서로의 감정을 느낄 때 달빛으로 그림 그리 내 완벽에 가까워져가 Now focus on me Ich verstehe mal so ein bisschen, als ob die Fuck sagen würden am Anfang. No fuck is on me. Oh mein... Nee. Nur beim ersten Mal habe ich es so rausgehört. Ich dachte kurz, so, der Fuck, der sagt. Und so ein bisschen wie dieses Instrument ist auf der Snare drauf gewesen. Aber kürzer. Aber die E-Gitarre. Now focus on me, keep your eyes on me, only you and me. 지금 이 순간 너와 나만이. Now focus on me, only you and me. Now focus on me, focus tonight, all night. 망설이지 마, 더는 똑바로 봐 내 눈. Just let me love you, let me love you. Ja, genau. Geiler Effekt. Ja. Okay, ich musste erstmal so ein bisschen reinkommen, weil, ja, musikalisch einfach das Genre, das ist echt so was komplett anderes ist, ne? Mhm. Das geht schon, ich weiß nicht, es ist ja sehr flächig, so sehr loungig, weil das die ganze Zeit hier so durchläuft und die Sounds, die hier sind, was harmonisch passiert, alles sehr, sehr flächig, damit gemeint einfach liegende Akkorde, die hier wirklich durchklingen und durchspielen und dann die eigentlich auch so sehr angenehm, fast monoton die ganze Zeit ihre Stimme nur super soft drauflegen. Sehr, sehr soft. Ich fand aber zum Beispiel den Part geil, wo er ganz tief und ganz hoch gesungen hat und es so aufeinander gelegt hat. Hier? Ich glaube, das hier war ja. Also, weil hier ist auch eine Bassstimme drunter, die eingesungen wurde, also eine tiefere, auch, ich glaube, sogar die Oktave genau. Und dann sein Main Vocal. Ja, das ist so eine tiefer gepitchte Stimme, die man hier beim zweiten Mal dann hört. Da hört man es ganz sauber mal raus. Das gibt es ja sehr oft, auch im K-Pop wird das benutzt, dass diese Stimme dann, also diese tiefer gepitchte Stimme, die so ein bisschen, ja, unmenschlich schon klingt, dann auch unter einem Main Vocal, also einem Hauptvocal gesetzt wird. Ganz fett Balenciaga. Also sie sind auch sehr gut ausgestattet, fashionmäßig, sieht man definitiv. Und hier diesen sehr, sehr cool. Ja. Aber da sieht man, wie verträumt das Ganze angelegt ist eigentlich. Sehr, sehr schön. Was auch sehr viel war tatsächlich, dass so Kopfstimmen dann eben noch drin waren. Als Doppelungen. Ich weiß nicht mehr wo. Also hier nicht. Hier hört man auch, dass es nicht nur eine Stimme ist, die gesungen ist. Aber die anderen Stimmen, die man auch hört und die dann eben, die wurden im Mixing dann breit verteilt, schön Stereo rechts, links wieder einmal. Aber
es ist unisono. Also schon wirklich derselbe Ton, der hier gesungen wird. Aber dadurch, dass das Mixing anders angelegt wurde, andere Frequenzen, sage ich mal, in den Fokus gelegt wurden, klingt es auch ganz anders. Witzigerweise höre ich aber das, was ich am Anfang angesprochen hatte bei der Snare, was oben drauf liegt, höre ich hier im Song nicht mehr. Und das höre ich nur am Anfang. Ne, die Bing. Ja, das ist so ganz kurz. Ja. Aber hier im Song habe ich es nicht mehr. Also entweder haben die es rausgenommen oder man hört es einfach im Gesamten dann einfach nicht mehr, im Mix nicht mehr. Das kann gut sein, dass es durch andere Elemente dann quasi wie ein bisschen weggeschluckt wird oder zumindest nicht mehr ganz so präsent ist, aber trotzdem der Snare diesen gewissen Charakter gibt, dass sie ein bisschen weiter vorne sitzt, ein bisschen trockener ist, ohne dass sie zu laut gemischt werden musste im Gesamten. Da macht man so kleine Tricks eben mal. Das sind wirkliche Produktionstricks, die hier angewandt wurden, bin ich mir sehr, sehr sicher. So, ja, sehr, sehr cooles Ding. Würde ich sagen, sehr entspannt. Das kann man echt so, wann hört man sowas? So Café Del Mar mäßig, wenn du irgendwie Sommerurlaub, Strandbar, schöne Cocktails, Sonnenuntergang, so klingt das ein bisschen, oder? Es ist so entspannend. Ja. Ich könnte es mir auch beim Aufräumen vorstellen. Ja, aber sehr ungewohnt, wenn man dass... dann nicht so gestresst ist, sondern so, Ja. okay, na gut. Nee, aber cool. Echt, insgesamt finde ich es auch wirklich vom Mixing und vom Mastering auch sehr, sehr angenehm. Sehr rundes Ding auf jeden Fall. Die Stimmen auch sehr schön angelegt, nichts übersteuert oder zu spitz oder sonst irgendwas. Also echt approved. Okay, dann ist es Zeit für, weißt du schon, was für ein Gesicht du machen sollst? Ich weiß es gar nicht. Approved. Thumbnail time. Machen wir das 10 Sekunden? Machen wir noch was anderes? Ohne Hände vielleicht? Nee, ohne Hände kann ich nicht. Ohne Hände kann ich nicht. Alles klar, was auch immer damit gemeint war. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, abonnieren, irgendwas. Ja, wenn es euch gefallen, wenn ihr was gelernt ich hab's. Abonnieren, Nee, masturbieren habe ich nicht gesagt. Irgendwas habe ich gesagt. Abonnieren, irgendwas. Du hast jetzt. Weil ich irgendwie was Reimendes sagen wollte und das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, das wollte ich sagen. Und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich, Rahim. Jetzt kommt das Ding nicht mehr eingeblendet. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Sie lädt auch jeden Sonntag ein Video hoch auf YouTube. Ich habe gehört, diesen Sonntag muss ich eine Revanche quasi machen. Was hast du denn da für ein kleines Video hochgeladen? Gut, du warst nicht da und die Zuschauer haben Videos geschickt und ich habe mal reingeschaut und da war vielleicht Lisa oder so. Und die kann ja so gut tanzen. Ja, ich habe da auch irgendwas in den Kommentaren gelesen. Ich glaube, das ist, schauen wir mal.